Ja, ich bin vor uns durch Leber gefahren. War eigentlich recht beschaulich, also hat mich jetzt irgendwie nicht vom Hocker gerissen, die Stadt. Man hat den Eindruck gehabt, das war jetzt mit einer der, sage ich mal, ja, keine Ahnung, ich bin ja nur bestimmte Abschnitte durchgefahren, aber die Innenstadt hatte einen Charme, aber naja, die Fassaden hätte man mal wieder machen können. Ja, jetzt bin ich hier weiterhin auf der Eurovelo unterwegs. Ach ja, ich war noch einkaufen heute. Heute war ich mal im Polo einkaufen. Natürlich hat es wieder geregnet wie beim letzten Einkauf und irgendwie habe ich immer das Glück, wenn ich einkaufen gehe, dass es regnet und das nervt dann halt ein bisschen, keine Ahnung. Ja, und jetzt bin ich hier. Ich muss die Ostseeküste wieder umschippern sozusagen. Es geht da an dem See unten nicht lang. Und wie schon in diesem Sowitzki Park, ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt richtig ausspreche, Sowitzki oder wie auch immer, diesen Nationalpark, den ich seit gestern durchkämpft habe, wirklich. Also den würde ich nicht jedem empfehlen, weil, also vor allem bei schlechten Wetterbedingungen mit einem schwer beladenen Fahrrad ist das ein reines Abenteuer und Glückssache, ob man dann nicht im Schlamm oder so versickert. Also wer vorhat, die Eurovelo mal zu fahren, bei schlechtem Wetter würde ich diesen Nationalpark vermeiden und die Straße außen rum nehmen.
weil das war schon ganz schön Abenteuer. Es war sehr schön dort drin, hat so ein bisschen Moorcharakter und so. Zwar schön, aber wie gesagt mit einem schwer beladenen Fahrrad nicht zu empfehlen. Vor allem wenn es matschig ist und regnet. Ja, und was ich auch da oft hatte und jetzt hier an der Stelle auch wieder, wo ich dann immer eigentlich fast gar nicht mehr weiterkomme, sind Sandwege. Ich weiß nicht, wer diese dumme Idee hat, Sandwege an manchen Abschnitten aufzukippen. Ich weiß nicht, ob das die günstigste Lösung ist oder ob der Sand von der Küste irgendwie weg muss. Keine Ahnung. Diese Wege sind ultra nervig für jeden Fahrradreisenden. Und das gibt so einen fetten Minuspunkt schon mal bei der Eurovelo 10 in Polen. Also bis Uske war alles relativ schön mit den Fahrradwegen. Dann wurde es immer ein bisschen abenteuerlicher. Aber die Sandwege sind halt mit Abstand das Schlechteste. Die hatte ich jetzt schon ein paar Mal auch im Wald gehabt, wo ich nach Leba gefahren bin, wo ich vor uns eben war. Und die Sandwege sind echt das Beschissenste. Also da macht Fahren überhaupt keinen Spaß und ich habe mich jetzt auch hier entschieden zu schieben, weil das Fahren geht mir auch irgendwann auf die Eier. Genau. Das schon mal an der Stelle ein fetten Minuspunkt für Sandwege. Wer auch immer diese Idee hatte mit diesen Sandwegen auf der Eurovelo 10, der hat leider nicht gut das Ganze durchdacht. Meine Meinung. So, ich schiebe mal weiter den Karren durch den Sand. Nein, Sand! Nein! Velo R10 Latanikov. Links abbiegen auf Eurovelo R10 Latanikov, dann nach rechts abbiegen, um auf Eurovelo R10 zu bleiben. Ja, ich bin fix und alle. Ich hatte vor uns mich einmal noch falsch abgebogen und wo Google Maps mich da lang geführt hätte, hat die Eurovelo 10 ein Stück verpasst und bin halt durch einen sandigen Wald. Das war richtig assi, da habe ich richtig Power nochmal gelassen. Ey. Das war Hardcore-Training, Hardcore-Parcours. Ja, dann bin ich wieder auf die Eurovelo, habe da wieder hingefunden sozusagen auf die Strecke, die war wesentlich besser. Das sind die Momente, wo man sich etwas ärgert, aber es war halt auch kein Schild in meine Richtung, die auf dem Weg geleitet hatte. Aber ich hatte auf der Gegenrichtung ein Schild gesehen, habe mich noch gewundert, warum ist da jetzt ein Schild, wenn die Eurovelo doch hier lang geht. Das war auch an der Stelle mein Fehler und in nächster Zeit muss ich mich einfach etwas mehr mit Sorgfalt umschauen. Ja, jetzt bin ich noch vor einer Ortschaft ein Stück und es wäre, glaube ich, so schnell nichts mehr gekommen. Und ja, jetzt bin ich hier gelandet und habe mich auch da entschieden, hier zu bleiben. Die Sonne ist jetzt auch rausgekommen, das heißt, ich werde jetzt gleich in die Ostsee baden gehen, die ist nämlich da. Die ist nämlich da und hier werde ich dann mein Zelt aufbauen.
in dem Bereich. Und ich glaube, hier ist absolut ruhig nachts. Also hier kommt keine Sau vorbei. Ist ein Traum. Stille, Meeresrauschen. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ich preise euch Götter. Eines Tages werden wir an einer Tafel speisen. Jo, wir sind auch mit dem Fahrrad unterwegs und es ist der Hammer. Die Sonne ist rausgekommen und genau, man erlebt die beste Natur. Cheers. Ja, das Wasser ist warm genug und der Strand ist groß genug und cheers. Prost. Ja, heute gibt es mal einen Kaffee seit langer Zeit zum Frühstück, weil ich hier gestern bei Polo habe ich so Kaffee gesehen, Fertigkaffee, wo alles drin ist schon. Und zurzeit esse ich immer Waffeln, diese gebackenen Waffeln und Schokolade zum Frühstück. Vegetarisch, aber geht halt auch nicht anders momentan. Zumindest habe ich auch kein Problem, mal vegetarisch zu essen auf Reise. Ja, ich zeige euch mal das Ganze. Ja, der Kamerastabilisator kam noch ins Spiel, deswegen hat es so ein bisschen näher gewackelt. Ich habe sowas aktiviert, dass die GoPro sich immer an der Horizontlinie ausrichtet automatisch, damit man meistens bei Aufnahmen immer ein relativ gerades Bild hat und kein schräges Bild und so. Wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn es schräg wäre, aber ich finde so geradlinige Aufnahmen irgendwie meistens schöner. Deswegen habe ich das eingeschaltet. So, ich werde mal einen Kaffee aufkochen und dann frühstücken und nachher in Ruhe alles abbauen. Aber erstmal gediegen frühstücken. Am Meer. A one, a two, a bomb, the bomb, 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 bomb. Bomb, bomb. Bomb, bomb. Bomb, do, scap. As do Scooby Doo dap, the bum, boom, boom. Heaven is a wonderful place, filled with glory and grace. I want to see my Savior's face.
Heaven is a wonderful place, I want to go there. Heaven is a wonderful place, filled with glory and grace. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place, I want to go there. Oh, ich fahre neben dem Ozean, die Wellen brechen herein, ja, die Wellen brechen herein. Und ich lass mich von der Sonne und dem Wind verwöhnen, ja, das ist so schön. Ja, das ist so schön. Und ich lass mich von der Sonne und dem Wind verwöhnen, ja, das ist super schön. Und ich fahre neben dem Ozean, die Wellen brechen herein, ja, die Wellen brechen herein. Und das ist so schön. Mein eigener Song, den ich mir gerade ausgedacht habe. Yes, baby! Wenn der nicht mal auf die Platz 1 geht in den Charts, auf dem Platz 1 in den Charts, dann weiß ich auch nicht weiter. Neue Deutsche Welle kann kommen. Yes, baby!